Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Mein Name ist Effi Steiner-Böhm und ich zeige euch heute, wie man einen Würfel und dann später natürlich ein Haus so zeichnet, dass es aussieht wie echt. Für unsere heutige Lektion brauchen wir eigentlich nur einen Bleistift und ein Lineal und Zeichenpapier. Das ist schon genug. Ja, Würfel zeichnen oder Häuser zeichnen ist das schwierigste Thema beim Zeichnen überhaupt, weil es da nämlich um die Perspektive geht. Und wenn ihr euch vielleicht jetzt mal in einen Raum stellt, so wie den ich hier aufgezeichnet habe, dann seht ihr, dass die Wand euch gegenüber so kleiner aussieht, als sie in Wirklichkeit ist. Und das ist auch schon die Schwierigkeit beim Räume- oder Würfelzeichnen, dass das Gehirn natürlich weiß, dass die Wand hier genauso hoch ist wie die Wand hier und das Auge aber sagt, nein, ich sehe das aber viel kürzer, das ist doch viel kleiner als das andere. Und da scheitern dann die meisten, weil sie einfach nicht wissen, wie man das jetzt am besten umsetzt, dass das Auge zwar recht kriegt, dass das kleiner ist, aber dass man eben trotzdem das Gefühl hat, dass das gleich groß ist. Und da haben die guten Zeichner so vor ein paar hundert Jahren die sogenannte Zentralperspektive erfunden. Das ist so eine Gesetzmäßigkeit, da kann man genau konstruieren, diese Linien genau so führen, dass das richtig aussieht, auch wenn das in echt gar nicht so ist. Ich empfehle euch einige Vorübungen, die dauern nicht wahnsinnig lang, aber sind, glaube ich, ganz nützlich, um dem Körper auch so ein bisschen das Gespür zu geben. Und zwar, wenn ihr euch in einen Raum stellt und schaut geradeaus, dann wird euer Auge ungefähr hier, so in der Mitte von dieser Wand auftreffen. Und diese Linie, wo das Auge auftrifft, ich zeichne die jetzt noch mal ein bisschen stärker nach, das ist die sogenannte Augenlinie oder Fluchtlinie oder Horizontlinie. Also da gibt es ganz viele verschiedene Begriffe dafür. Aber die meinen immer das Gleiche, das ist die Augenhöhe, wenn der Betrachter hierher schaut. Und wenn ihr euch jetzt hinstellt und eure Arme mal nach unten hängen lasst und fahrt mit den Fingerspitzen, versucht einmal diese Fußbodenlinie nachzufahren, dann werdet ihr sehen, dass eure Finger immer von unten vor eurem Körper so hoch gehen. Bis zur Augenhöhe, da treffen sie dann aufeinander. Und wenn ihr das Gleiche mit der Linie da oben von der Decke zur Wand macht und mit euren Fingern da so hinzeigt und die verfolgt, dann werdet ihr auch merken, dass die Arme von oben nach unten so fallen, so lange bis die Finger sich hier berühren auf der Höhe eurer Augen. Und das ist ganz gut, wenn man sich das immer wieder verdeutlicht, dass eben von diesem Punkt aus die Linien links und rechts so sternförmig sich bewegen. Wenn ihr da jetzt ein Fenster in der Wand habt, merkt ihr, die vorne sind alle gerade, aber das ist schräg und es kommt so von oben nach unten zu der Linie. Auf eurer Augenhöhe ist die Linie vollkommen gerade. Da ist dieses Regal auf der Seite, ist ein ganz gerader Strich, aber die Bücherstützen, da ist die vordere ein bisschen höher, die hintere ein bisschen tiefer. Und das Gleiche ist hier mit dem Fenster, das kommt dann von unten nach oben. Gut, wenn ihr das mal so geübt habt, dann macht ihr Folgendes. Ihr schneidet euch so einen Papierstreifen und knickt den so in alle möglichen Richtungen und versucht erst einmal den abzuzeichnen, wenn der vor euch steht. Weil da nämlich das Problem ist, dass die meisten Leute haben, ich habe es euch ein bisschen aufgezeichnet, habe euch einen fotografiert, die meisten Leute haben das Problem, dass sie diese Linien, wenn ich das nochmal hole, die sind immer ganz gerade. Kommen immer parallel zum Blattrand, kommen die runter. Und wenn man das dann hinstellt und zeichnet dann nach,
wo das unten und oben aufhört, dann merkt man, das gibt diese Linie und von dieser Linie aus bewegen sich die Unterkanten nach oben und die genauso. Und wenn ihr das messt, dass das ganz genau gleich lang ist, dann könnt ihr eigentlich nicht viel falsch machen. Macht euch die Mühe und schneidet euch so einen Papierstreifen und zeichnet den mehrfach ab. Ihr könnt den auch hin und her klappen, mal so stellen, mal so stellen. Einfach wieder, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie von dieser Grundlinie aus die Linien sich verhalten. Gut, wenn ihr diese Übung gemacht habt, dann kommt die erste Perspektive. Und zwar habe ich euch jetzt wieder den Würfel fotografiert. Ich habe euch aber noch so einen kleinen Bauklotz mitgebracht. Den kennt ihr, hat jeder mal wahrscheinlich gespielt damit irgendwann. Und an dem kann man das eigentlich auch ganz gut sehen, wie ein Würfel richtig funktioniert. Jetzt muss ich bloß schauen, dass ich richtig in der Kamera bin. Wenn ich euch den jetzt so von vorne zeige, dann seht ihr vermutlich die Seiten links und rechts nicht. Wenn ich den so ein bisschen kipp, dann seht ihr die Seite da oben. Und wenn ich den jetzt zeichnen möchte, dann kommt eben diese Perspektive ins Spiel. Dann lege ich den jetzt mal weg. Dann ist die Vorderseite ganz genau ein Quadrat. Aber weil diese Seite, ich hole es nochmal, diese Seite sehe ich verkürzt, mache ich ein bisschen kürzer. Und die Seiten, die müssen jetzt nach hinten in den Raum zusammenlaufen auf einen Punkt. Und das ist eben dieser Augenpunkt, den ich euch vorhin gezeigt habe im Raum. Ja? Das heißt, wenn ihr diesen Würfel abzeichnet, dann zeichnet ihr einfach erstmal links und rechts diese Kanten nach, schaut, wo die sich treffen und dann habt ihr da oben eure Augenlinie. Und dann kann man eigentlich bei der Perspektive nicht mehr viel falsch machen. Das ist auch bloß eine Übung, die ich euch empfehle, die ich jetzt nicht mache, weil sonst das Video zu lang wird. Womit wir uns jetzt auseinandersetzen, das ist das nächste. Und zwar ist es diese sogenannte Zwei-Fluchtpunkt-Perspektive oder Schrägperspektive, gibt es auch verschiedene Wörter dafür. Und da gibt es jetzt ein großes Problem. Es gibt eine theoretische Konstruktion, die werde ich euch jetzt gleich zeigen, wo die Linien, die nach hinten laufen, sich alle irgendwo in einem Punkt treffen. Aber ihr werdet sehen, ganz oft, wenn ein Gegenstand sehr nah vor euch steht, dann funktioniert das nicht mehr ganz. Dann nimmt es die Kamera auch nicht mehr so auf, aber euer Auge nimmt es auch nicht so auf. Und da muss man dann so ein Zwischending machen zwischen konstruierter Perspektive, die man einfach weiß, und dem, was man sieht oder was man auch fühlt. Gut, wir üben jetzt einfach mal so einen Würfel. Ich zeige euch mal nochmal. Der sieht ungefähr so aus, von euch aus. Ihr habt vorhin diese Kante, seht links und rechts die beiden hinteren Kanten vom Würfel und seht oben wahrscheinlich so ganz wenig von dieser Oberseite vom Würfel. Und das funktioniert ganz einfach, dieses Prinzip. Ihr macht euch ein bisschen so unterhalb von eurem Blattrand erstmal eine Horizontlinie. Und dann haben wir eben nicht mehr diesen einen Augenpunkt in der Mitte, sondern wir haben jetzt links und rechts zwei Fluchtpunkte oder Augenpunkte. Und zu diesen beiden hin müssen jetzt die Linien rechts laufen und die Linien links laufen. Holen wir nochmal. Wir fangen an mit der vorderen Kante vom Würfel. Ziehen uns einfach die Kante von dem Würfel. Und dann
komme von der Oberkante bis zum Fluchtpunkt links eine Linie und von der Unterkante eine Linie und nach rechts genauso. Dann zeichnen wir uns gefühlsmäßig die Kante, die hintere Kante vom Würfel ein und denkt immer dran, die muss ganz parallel zum Blattrand sein. Die darf jetzt nicht irgendwie so schief sein, sondern die muss immer ganz senkrecht sein. Machen wir da noch eine. Und dann müsst ihr von dem Punkt aus wieder zum Augenpunkt hin die Linie ziehen und von der Oberkante her. Und schon habt ihr euren Würfel korrekt konstruiert. Und wenn ihr jetzt Lust habt, könnt ihr auch, so wie ich euch das vorhin gezeigt habe, könnt ihr da zum Beispiel irgendwie ein Fenster einzeichnen und ihr müsst einfach nur von hier aus das Lineal drehen. Das sollte halt jetzt irgendwie so lang sein. Und die Linie muss wieder ganz senkrecht sein, ganz gerade, parallel zum Bildrand. Dann kann nichts passieren. Und schon hat der Würfel zum Beispiel ein Fenster. Und wenn ihr jetzt den ersten Stock drauf bauen wollt, so, dann setzen wir jetzt einfach einen ersten Stock drauf. Wir verlängern das nochmal um das Gleiche. Und dann geht es, wie ich auch euch vorhin gezeigt habe, dann geht das Ganze abwärts. Wir haben wieder da die Linie. Und da die Linie. So. Und schon hat das Haus einen ersten Stock. Und dann könnt ihr Fenster einbauen, ihr könnt Türen einbauen, was immer ihr Lust habt. Ihr könnt zum Beispiel jetzt da auch eine Straße draus machen. Das heißt, ihr könnt jetzt da noch andere Häuser bauen. Die könnten auch ein bisschen kleiner werden. Und dann gehen die so hinter. Das Haus soll genauso groß werden wie das. So, dann sieht man das noch mehr, das sieht man auch noch mehr. So. Wenn ihr das Prinzip richtig anwendet, könnt ihr im Prinzip alles, was in irgendeiner Form würfelförmig ist, also ob das Häuser oder Bücher oder Tische oder Stühle sind, dann wird es immer richtig. Aber ich sage es euch nochmal, sobald der Gegenstand nahe vor euch steht, und das zeige ich euch jetzt an dem Würfel, den ich fotografiert habe, wenn das sehr nahe vor euch steht, dann funktioniert das nicht mehr. Also nicht einmal die Kamera macht es so. Wenn ich da jetzt die Linie verfolge, dann trifft die erst weiter hinten auf diese Fluchtlinie, auf diese Augenlinie und nur die zwei da oben treffen sich. Und das ist eben immer so die Schwierigkeit, dass man da so ein Gefühl dafür entwickelt, wann hält man sich tatsächlich an die konstruierte Perspektive, dann wird es absolut korrekt, und wann macht man eben diese gefühlsmäßige Perspektive, wo man zwar darauf achtet, dass die Linien irgendwie zusammenlaufen, also nach hinten kürzer werden, ne? Aber wo man eben nicht das so krass macht, dass das unnatürlich ausschaut. Damit unser Haus oder unser Würfel jetzt in diesem Fall noch plastischer aussieht, braucht man am Ende noch die Schattierung. Die ist beim Würfel sehr leicht,
weil wir haben im Normalfall eine beleuchtete Seite, eine weniger beleuchtete Seite und eine dunkle Seite. Ihr seht den Würfel, den ich euch fotografiert habe, jetzt auch im Bild eingeblendet. Bevor ich mich ans Schattieren mache, kontrolliere ich nochmal. Da nehme ich immer so Schaschlikstäbchen, ihr könnt auch Bleistifte nehmen, ob tatsächlich meine Linien nach hinten, also in die Richtung, immer alle irgendwo zusammenlaufen. Wie gesagt, braucht nicht ganz genauso sein, dass die jetzt alle in einem Punkt zusammenlaufen. Das ist so ungefähr. Kontrolliert auch, ob diese Linien, ob die senkrechten Linien tatsächlich jetzt parallel zum Blattrand sind. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Das ist so der schlimmste Fehler, der euch passieren kann, dass die Linie so leicht schräg ist, weil dann sieht das Ganze einfach falsch aus. Ja, wie gesagt, der Würfel ist leicht zu schattieren. Wir haben hier die sehr dunkle Seite. Ich nehme jetzt da den 4B zum Schattieren. Und wenn man das Ganze noch ein bisschen übertreiben möchte, dann kann man an der Kante, wo hell und dunkel aufeinandertreffen, kann man das Ganze noch ein bisschen dunkler schattieren. Ihr könnt es vermutlich auch auf dem Foto erkennen, dass das tatsächlich sich so verhält. Das liegt daran, dass da eben das Auge diesen Kontrast herstellt und dann sieht es noch dunkler aus. Dann unterm Würfel, wo der auf dem Boden steht, hat man meistens noch so einen ganz dunklen Schatten. Das wäre bei einem Haus, wäre das ganz genauso. Da wird diese Kante zwischen, wenn das so ein Gehsteig wäre, ne, dann wird auch die Kante immer noch mal ganz dunkel gezeichnet. Und dann darauf achten, an der Kante entlang muss der Schatten irgendwie laufen. Je nachdem, ob das Licht mehr von der Seite kommt oder ob es von der Seite kommt. Das kann man in der Regel beim Haus ganz gut sehen, aber halt eben aufpassen, dass die Kanten praktisch das begrenzen. Genauso hinten, da wo hinten vermutlich die Kante wäre, da entlang ungefähr muss euer Schatten auch hinter dem Würfel noch vorkommen. Und dann halt im Normalfall den Schatten einfach so nach außen irgendwie unregelmäßig verlaufen lassen, dass er halt irgendwann einmal im Nichts verschwindet. Ja, und oben ist das gleiche Prinzip wie hier. Selbst wenn das da oben ganz hell nur schattiert ist, ist trotzdem die Kante zur hellen Seite hin ein kleines bisschen dunkler. Dann kann man das Ganze einfach noch plastischer gestalten. Das ist immer so die Faustregel, wo hell und dunkel aufeinandertreffen, ist die dunkle Seite noch dunkler als an den anderen Stellen. Ja, und schon ist der Würfel fertig schattiert. Kann man wirklich nicht viel falsch machen. Jetzt habe ich euch als drittes noch ein kleines Haus mitgebracht. Das ist das Rathaus von Ilschwang. Das hat mein Sohn wieder fotografiert. Und ich habe euch da schon die wichtigsten Linien wieder mit dem schwarzen Filzstift markiert, sodass euch das relativ leicht fallen sollte, dass ihr das jetzt dann von der Vorlage abzeichnet. Und ihr seht, wir haben da genau das gleiche, wie ich euch jetzt gerade gezeigt habe. Wir haben da diese Augenlinie in der Mitte und die Kante ist völlig gerade, nur ist der Würfel halt so jetzt ein bisschen, ihr seht es jetzt von der Seite vom Würfel, seht ihr mehr als von dem, aber die Linie, die von unten kommt, also unterhalb der Augenlinie ist, die geht von unten nach oben und die Linie oberhalb der Augenlinie geht so von oben nach unten. Und das gleiche natürlich auf der anderen Seite. Ihr habt hier die Augenlinie und hier geht die Linie von oben nach unten und da geht sie von unten nach oben. Das gleiche übrigens auch mit der Linie vom Dach. Wenn ich die nachverfolge, dann kommt die auch zu dieser Fluchtlinie runter. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich
zeige euch jetzt noch, wie ich das anlege und dann könnt ihr das gerne selber zu Hause fertig machen, könnt es ausmalen und dann denke ich, habt ihr das Wichtigste schon gelernt, was ihr über Perspektive wissen müsst. Ich habe jetzt das Haus schon mal vorskizziert, dass die wichtigsten Linien stehen, so wie ich euch das gerade gesagt habe. Und ich denke, man kann das an der Zeichnung jetzt ganz gut erkennen, wie diese Linien so von unten nach oben laufen und eben die so von oben nach unten. Und was man dann macht, das ist genauso, wie ich das auch bei den anderen Zeichnungen auch immer sage, es soll kein Foto werden. Also wir versuchen hier nicht fotografisch genau das alles zu zeichnen, sondern das soll eine lebendige Zeichnung werden. Das heißt, es dürfen die Linien durchaus so ein bisschen tastend sein. Die müssen nicht alle ganz gerade sein. Und gerade bei dem alten Haus ist es sowieso so, dass da wahrscheinlich die Wände so ein bisschen schief sind. Eine Zeichnung lebt immer auch von kleinen Fehlern, von dem, was nicht so ganz korrekt ist, weil das dann dem Ganzen immer eine individuelle Note gibt. Und ihr könnt auch das Fachwerk durchaus so gestalten, wie ihr das gern möchtet. Ist vielleicht sinnvoll darauf zu achten, dass es zumindest ungefähr so ist, wie der Zimmerer das gemacht hat, weil wenn jemand sich auskennt, dann merkt er, ob das Haus tatsächlich so stehen könnte, also ob das Holz tatsächlich das halten könnte. Vielleicht auch noch eine Schwierigkeit am Anfang, das sind diese kleinen Giebel hier an der Seite und da ist wirklich, ich hole es auch nochmal ins Bild, da ist wirklich ein ganz guter Tipp, wenn ihr euch am Anfang, wenn ihr Schwierigkeiten habt, wenn ihr euch schwarz-weiß die Bilder ausdruckt und wenn ihr dann so wie ich diese groben Linien mit dem schwarzen Filzstift nachfahrt, weil dann ist das Auge nicht so abgelenkt. Ne? Dann erkennt ihr, aha, die Linien müssen gerade sein. Ja? Das ist wieder so ein bisschen schräg. Das geht genauso schräg wie das Dach und das ist wieder gerade. Und dann kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen. Ich führe die Zeichnung jetzt fertig aus und stelle es ganz am Schluss nochmal rein, damit ihr seht, wie das bei mir aussieht. Wenn ihr das ganze Thema nochmal intensiv nacharbeiten möchtet, dann empfehle ich euch wie immer unser Buch Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Da gibt es ein ganzes Kapitel zum Thema Schrägperspektive und Würfel. Da zeige ich euch auch nochmal, was so die typischen Fehler sind, dass ihr vielleicht auch selber erkennt, was nicht so ganz richtig ist bei eurem Bild. Und es ist ein kleines Motiv zum Abzeichnen mit drin, das relativ einfach ist. Also ich denke, da seid ihr dann auch gut bedient, wenn ihr das nochmal selber nacharbeitet. Ansonsten hoffe ich, es hat euch wieder Spaß gemacht, ihr habt was gelernt und falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir natürlich immer auch über unsere Homepage schreiben. Die Adresse seht ihr ja immer eingeblendet, www.pedroundrosa.de. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal bei der nächsten Lektion. Bis dann!